Sie leben fest im Wohnmobil und das Ganze über Jahre hinweg und haben gerade ein neues Buch geschrieben, Conny und Tommy, Thomas Lehn und Konstanze Kühnel. Da ist es, Sehnsucht Afrika. Und ihr seht überhaupt nicht so aus, als wärt ihr so Weltenbummler. Du siehst so ein bisschen aus, als könntest du in der Sparkasse arbeiten, ja. Naja gut, ich meine, vor unserer Lebensreise, vor unserer Weltreise war es natürlich auch so, dass wir ganz normale Berufe hatten. Ja. Das hat sich jetzt visuell nicht so wirklich verändert, Gott sei Dank. Man muss dazu sagen, wir leben jetzt seit 10 Jahren in einem Expeditions-LKW, einem 10-Tonner MAN und sind hauptsächlich in Afrika und Asien unterwegs. Stark. Also da hinten steht es, da 4,5 Jahre waren Konstanze Kühnel und Thomas Lehn mit ihrem Expeditionslaster Manni, heißt der, ja, auf dem schwarzen Kontinent. Und das Coole ist, ihr habt ja darin gelebt und wart die ganze Zeit jetzt in Afrika, oder wie? Nee, 4,5 Jahre von den 10. 4,5 Jahre? Ja. Das ist ja krass. 4,5 Jahre am Stück und wir haben 31 Länder besucht. Wir sind praktisch einmal rund um Afrika gefahren. Okay. Wir sind gestartet in Marokko, runter die ganze Westküste bis ins südliche Afrika und dann wieder hoch über Ostafrika bis nach Saudi-Arabien. So, ihr habt ein Buch geschrieben, das Format ist ungefähr A4, das heißt, es gibt viele Bilder. Ja. Zeig mal, dass ich mal so ein paar Stück. Du bist die Fotografin. Jawohl, ist aber kein Bildband, sondern wirklich ganz viel auch zu lesen, viel Hintergrundberichte über Afrika selber, natürlich unsere Erlebnisse dort. Wir versuchen Afrika dem Leser wirklich zu erklären, wie Afrika wirklich ist. Also auch die ganzen historischen und sozialen Hintergründe. Wir sprechen natürlich alle Probleme an und lassen auch viele Afrikaner zu Wort kommen, um über ihren Kontinent selbst zu werten. Und dadurch, flankiert mit über 500 fantastischen Fotos von Conny, ist 500 sind drin. 540 hochwertige Fotos, ist ein extrem komplexes Buch entstanden, was uns bestätigt wurde von den Einkäufern der Buchhandelsketten in Deutschland, wo wir übrigens auch überall gelistet sind inzwischen, erfreulicherweise. Und das ganze Buch hat einen extrem attraktiven Verkaufspreis. Das kostet nur 35 €. Das ist natürlich weit unter der Wertigkeit. Ja, hier steht's. Ihr habt euch unglaublich viel Mühe gemacht. Die Frage ist, wie man sowas finanziert. Weil ich nehme an, so ein paar Sachen müssen auch ab und zu mal ersetzt werden. Da geht auch mal was kaputt am LKW, oder? Oder er hält ewig? Das wäre schön, aber dem ist natürlich nicht so. Vor allem in Afrika und Asien ist ein Fahrzeug wesentlich mehr beansprucht als bei uns in Europa. Warte mal kurz, da bist du mit neuen Freunden. Mit neuen Freunden, die da leben natürlich, ja. Im Prinzip bist du ja dort der Ausländer, richtig? Das ist richtig, ja. Und gut, wie finanziert sich das? Wir waren natürlich im vorigen Leben auch nicht faul. Wir haben fleißig gearbeitet und haben dann, als wir diese Lebensentscheidung getroffen haben, alles verkauft, was nicht nied- und nagelfest war und konnten so das, was wir jetzt tun, finanzieren. Haus, Wohnung, alles verkauft? Alles weg. Wir haben nichts mehr. Alles, was wir besitzen, ist unser LKW und das, was da drin ist. Sag mal, wenn man das macht, da muss man sich ja schon ganz schön lieb haben. Ja, man ist ja die ganze Zeit zusammen, oder? Man sollte sich wirklich mögen. Ne? Man hat nicht so viel Platz zum Wegrennen. So, du hast vorher was gemacht? Ich bin Augenoptikerin. Echt? Ja. Warte, ich schaue dir mal kurz in die Augen. Ja, genau. Das ist cool. Ist alles gut. Das ist natürlich so ein Job, da sagt man zwar, man lernt die Leute kennen, das ist so ein kleines bisschen, sage ich jetzt mal, wie jetzt ein Friseur. Das heißt, viele Leute kommen ja dann durchaus oft zu dir. Du hast da viele Gespräche, aber du bist eigentlich immer im Laden, oder? Ja, nein, Augenoptik ist eigentlich sehr abwechslungsreich. Aber das, was wir jetzt machen, natürlich noch abwechslungsreicher. Ja, ist ja klar, aber irgendwann war ja dann die Entscheidung, dass du sagst, okay, ich will den Mann nicht nur heiraten oder so. Ich will ein Leben lang mit ihm zusammen sein auf 12 Quadratmetern. Ja, das war immer unser Traum, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und vor allem unseren Lebenstraum umzusetzen, die Welt kennenzulernen. Stark. So, und du hast dann auch die Entscheidung getroffen. Wer ist denn der Mann im Haus hier bei euch? Naja gut, du musst unterscheiden zwischen Mann und Chef. Ich meine, ich bin sicher der Mann, aber die Chefin ist sie. Das heißt, sie hat auch das Geld zu verwalten? Ja gut, also wir sehen es nicht so eng, das ist ganz klar. Super. Ja, als die Entscheidung dann kam, das heißt, ihr zieht um, ihr verkauft alles mit allem drum und dran, das ist ja sowas, was man nicht so einfach macht, denn ich sag mal, so ein Buch ist ganz schön viel Arbeit, wenn man das schreibt, dann, es muss ja irgendwann mal fertig werden, da ist ein Lektor dabei, man braucht jemand, der das auch promotet und so weiter. Jetzt sagst du 35 €.
Das Thema Bücher ist ja auch so eine Sache, der Stellenwert war ja mal höher, heute ist ja so E-Books und keine Ahnung, aber das Ding, das ist ja nicht nur für Leute, die gerne mit dem Wohnmobil fahren, sondern das ist ja für Leute, die Leute lieben, die, ich sag mal, unterwegs sind. Das ist richtig. Man muss dazu sagen, das ist unser zweites Buch. Ja, ich zeig mir gerade, da vorne ist das erste. Ja, genau, das erste Buch, genau. Das war der Anfang unserer Lebensreise im Nahen und Mittleren Osten, also praktisch über Türkei, Kaukasus, Iran, auf die arabische Halbinsel und über Saudi-Arabien, Jordanien und Israel wieder zurück nach Europa. So, da vorne waren natürlich die Haare ein bisschen kürzer, glaube ich, oder? Bei dir? Nicht kürzer, aber mehr. Mehr? Okay. Passt. Ja, das heißt, ihr wart überall. Gab es da jemals eine Situation, wo du sagst, das habe ich jetzt nicht gebraucht? Naja gut, wenn man sich jetzt mit dem LKW im Sumpf eingräbt und 3 Tage schaufeln muss, das brauchst du eigentlich nicht, ne? Okay. Das ist schon mal passiert, oder wie? Ja, das ist schon mal passiert. Im Sumpf? Naja, in einer Sumpfwiese, ja. In einer Sumpfwiese hier? Ja, genau. Das war in Mali. In Mali. Das heißt, die Leute haben euch natürlich geholfen. Ja. Trotzdem, das war nicht easy. Da kam auch nicht zufällig jetzt ein Unimog vorbei, der euch rausziehen konnte. Nee, das war ein bisschen abseits. Da mussten wir uns selber helfen. Und natürlich die ganzen Dorfbewohner haben uns auch geholfen. So, da vorne. Allein hätten wir es nicht geschafft. Und da vorne ist er drin. Das ist natürlich nichts, was man will. Ihr fahrt beide? In der Regel fährt Tommy. Tommy fährt. Ja. So. Und jetzt ist ja so, wenn man unterwegs ist, was ich eben meinte, eigentlich so, ich sag mal, eine gefährliche Situation habt ihr nie gehabt, oder? Dass ihr irgendwie mal bedroht worden seid auf den Reisen oder so? Nein. Noch nie? Also klar, mal Versuch, mal ins Auto reinzukommen oder irgendwas zu klauen, aber gefährlich, nein. Nein, okay. Das ist nämlich ganz wichtig, weil ganz viele Leute haben schon Angst, wenn es heißt, was hatte ich zuletzt, ich fliege an den Strand Südafrika zum Beispiel, dass die Leute sagen, will ich nicht hinfliegen, ist ganz schlimm. Und dann redst du mit Leuten, die unten sind und sagen, das ist vollkommen harmlos. Ja. Naja gut, man darf es nicht verharmlosen. Genau. Gerade speziell in Südafrika, Namibia, nimmt vor allem die Kleinkriminalität immer mehr zu, weil die sozialen Unterschiede sich immer mehr verändern. Das heißt, auch jetzt vor allen Dingen verstärkt durch das Corona-Problem haben Zehntausende, Hunderttausende ihren Job verloren und da es dort keine sozialen Netze gibt, die das auffangen, leiden die Leute wirklich ernsthaft darunter. Wenn du jetzt unterwegs bist, das heißt, ihr nehmt ja wahrscheinlich viele Sachen mit, aber es muss ja wahrscheinlich das eine oder andere auch zugekauft werden. Wenn ihr da jetzt so ganz Outdoor in freier Bahn, es gibt ja überall was zu kaufen, das ist ja wahrscheinlich dann kein Supermarkt mehr oder sowas, oder? Oder doch? Ja, wir gehen hauptsächlich auf lokale Märkte einkaufen. Ist immer ein Einkaufserlebnis, aber wir wollen das ja auch, ne? Ja. Dicht am Menschen reisen. Ja. Und in den Großstädten gibt es dann auch mal wieder einen Supermarkt, ja. Da gibt es einen Supermarkt. Wenn man unterwegs ist, ungefähr was ist da jetzt zu investieren im Monat? Was ist da so ungefähr zu rechnen, was man braucht? Gut, wir leben wirklich sehr sparsam und brauchen, du hast das besser unter Kontrolle, er macht die Statistiken nämlich. Ja gut, also wenn man jetzt von uns mal explizit spricht, ist es so, dass wir auf die 10 Jahre gerechnet reine Reisekosten pro Monat für 2 Personen mit 1.100 € abdecken. Okay, das heißt, ihr könnt also mit 120.000 € zum Beispiel 10 Jahre reisen. Das würde gehen bei euch? Das würde gehen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es Einschränkungen gibt. Also Restaurantbesuche, teure Camps oder Nationalparks, sowas ist natürlich gestrichen, sonst funktioniert das nicht. Das ist so. Trotzdem, ihr seid ja so welche, kann ich mir vorstellen, ihr braucht das nicht zwingend. Ihr findet den Spot überall, der praktisch unbewohnt ist, wo man sich hinstellen kann. Das Fahrzeug, was ihr habt, das kommt auch überall hin, habe ich ja eben gesehen. Also wenn es nicht gerade im Sumpf steckt. Das ist grundsätzlich richtig. Wir haben permanenten Allradantrieb mit 3 Sperren. Ja. Das heißt, wir können uns da schon durchwühlen. Wir sind natürlich limitiert, was das Gewicht, was die Höhe, was die Breite angeht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gibt es für uns fast keine Grenzen. So, jetzt gibt es ja viele, die sagen, ich verkaufe die Wohnung, das Haus und so weiter. Ich sehe das hier bei uns zum Beispiel. Ja, unglaublich viele Anfragen, die dann sagen, ich mache das jetzt mal. Die Vorbereitung auf die Tatsache, dass ihr jetzt ins Wohnmobil zieht, sage ich jetzt mal. Wie lange hat das gedauert? Die Vorbereitung, ja gut, die Entscheidung, dass wir das machen mit LKW finden und so weiter, hat eigentlich nur ein halbes Jahr gedauert. Okay. Und dann hatten wir noch 2 Jahre, bis es dann endgültig soweit war. Freunde?
Gut, ihr habt jetzt viele neue Freunde, aber ist natürlich auch so, dass man die Leute da, die man kannte, so ein kleines bisschen abkoppelt. Das ist ja nicht nur WhatsApp und so. Man hat ja teilweise auch keinen Empfang da draußen. Oder ist das besser wie in Deutschland? Ja gut, also der Freundeskreis verändert sich definitiv, weil man einfach nicht mehr da ist, findet man bei den Leuten nicht mehr jeden Tag statt. Und das liegt aber nicht unbedingt an uns, muss man sagen. Also, und auch nicht an der Erreichbarkeit. Man lernt die Leute dann gut kennen, sagen wir so, die man vorher auch kennengelernt hat. Es gab ja wahrscheinlich viele, die gesagt haben, mein Gott, was habt ihr da vor? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja abnorm. Das ist grundsätzlich richtig. Ich meine, als wir entschieden haben, das zu machen, habe ich gerade meinen 50. Feiern dürfen. Du bist schon über 50? Ich bin inzwischen schon gut über 60. Nee. Ja. Das hält jung, oder wie? Junge Frau, kein Stress, immer an der frischen Luft. Ja, gutes Konzept. So, und dann, als du kamst... Ja, die Leute sagen natürlich schon, ja gut, du hast einen guten Job, du hast eine schöne Wohnsituation, du hast ein schönes Auto vor der Tür, du hast ein gutes Einkommen und jetzt bist du 50 und statt dich zurückzulehnen in die Komfortzone, verkaufst du alles, ziehst in einem LKW, fährst nach Afrika. Du hast eine Vollmeise. Und das hatten wir schon öfter gehört. Aber inzwischen müssen wir sagen all die Skeptischer zu uns, ihr habt es genau richtig gemacht. Denn die hängen seit 10 Jahren immer noch in derselben Mühle. Also ich habe viele Leute kennengelernt, die das Gleiche machen wie ihr, die genauso denken. Ich habe letztes Mal einen gefilmt, der konnte 50 Liegestützen mit, ich glaube, der ist auch schon 63, 64 mit den Fahrrädern, Dennis. Und die Leute sind unglaublich fit, erleben. Geht die Zeit jetzt schnell rum oder geht das langsamer? Nein, es geht eher langsamer, weil du natürlich viel intensiver lebst und weil jeder Tag anders ist. Jeder Tag ist neu. Ja? Und das ist eigentlich das Spannende, weil wenn du im normalen Arbeitsprozess stehst, im normalen Lebensprozess stehst in Mitteleuropa, dann ist natürlich eine gewisse Routine da. Und diese Routine lässt einen die Woche wahnsinnig schnell irgendwo wieder rumgehen. Und bei uns ist jeder Tag wieder einfach neu. Habt ihr das Feeling, dass wenn es mal irgendwann mal zu Ende gehen sollte mit euch, dass ihr nochmal wiederkommt? Meinst du jetzt, bevor es wirklich zu Ende geht? Nee. Nein, ist ja so auch die Frage, wenn man da jetzt unterwegs ist, ob man da natürlich an Gott glaubt, ob man, weil es sind ja unglaublich viele Völker, die ihr trefft, die an irgendwas glauben, die am Glauben auch festhalten. Die teilweise auch hier ist ja so, ich sag mal so, entsprechend die Abkehr vom Glauben ist ja hier schwer am Trend. Aber wenn man dahin geht, die haben ihren Gott, die haben irgendwas, was sie anbeten. Ich habe keine Ahnung, ja, da wisst ihr mehr als ich. Aber ist das sowas, wo man denn anfängt nachzudenken? Ja gut, wir leben viel zu sehr im Heute, Hier und Jetzt, müssen wir sagen. Und wir beschäftigen uns wirklich nicht mit der Situation, was ist denn später mal? Und wir bekommen schon oft die Frage gestellt, ja, wie macht ihr denn das mit der Altersvorsorge? Was habt ihr denn im Alter vor? Da sagen wir eigentlich immer ein bisschen lächelnd, naja, damit beschäftigen wir uns, wenn wir dann alt sind. Das ist so, dass Leute, die zum Beispiel 60 sind, also da ist ja jetzt jemand, der ist unglaublich jung, die Shenandoah. Du bist jetzt 23, 24? 24. Der hat bald 25. Was sind denn für dich jetzt Leute, die alt sind? Wie alt sind die? Ich? Das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich ist man so alt, wie man sich fühlt, würde ich auch sagen. Aber wenn du jetzt sagst, alte Leute, wie würdest du die jetzt definieren? Da jetzt alte Leute? Nein, die sind nicht alt, auf keinen Fall. Nein, weil sie sind noch jung und machen außergewöhnliche Sachen und leben einfach. Alt ist das, wenn du wirklich so eingefahren bist in deinem Leben und keine Perspektive mehr hast, ne? Keine Offenheit, keine mehr Spontanität aufs Leben, sage ich mal. Spontanität, das ist mit das Wichtigste überhaupt und flexibel sein, das hält jung. Spontanität und Flexibilität, deswegen das Leben kann ich nur befürworten und finde ich super schön. Genau. Sport, ihr macht Sport? Ja, wir sind aktive Bergsteiger und machen jeden Tag unseren Morning Walk. Und wie lang ist ein Morning Walk? Eine Stunde Powerwalking. Powerwalking heißt? Ja, 7,5 Kilometer. Jeden Morgen? Jeden Morgen, ja. Okay, das hält natürlich fit. Powerwalking heißt schnelles Gehen, oder? Richtig schnelles Gehen. Also nicht joggen, weil das ist ein bisschen ungesund in meinem fortgeschrittenen Alter für die Gelenke. Jeden Morgen 7,5 Kilometer. Das heißt mal 365, 7 mal 3. Wenn es in Strömen schifft, dann lassen wir das schon mal aus. 2.000 bis 3.000 Kilometer im Jahr lauft ihr erstmal morgens und dann seid ihr noch zusätzlich unterwegs. Das hält fit, oder? Na klar. Und Bewegung, die körperliche Bewegung ist es, was es ausmacht. Aber das stellen wir auch ganz klar fest, stressfreies Leben. Stressfrei heißt was? Naja gut, wenn du heute zwischen Terminkalender und deinen täglichen Aufgaben zwischen Familie und Freunden und Job hin und her
geballert wirst wie so ein Ping-Pong-Ball. Und schau doch mal dein Umfeld an, wie gestresst die oft sind. Und versuch mal, wenn du hier bist, mal einen Termin mit einem Kumpel zu kriegen, dann sagt er, ruf doch mal in 4 Wochen an, dann findet man schon irgendwo ein Date. Und da muss ich sagen, hallo, ich glaube nicht, dass ihr da alles richtig macht. Wenn du jetzt sagen würdest, alte Leute, wie alt sind die? Da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil eben, wie wir vorher gehört haben, sie hat sich ganz gut die Kurve gekriegt, aber letztlich für eine 24-Jährige bin ich mit 62 natürlich schon alt, weil da bin ich ja in der Regel älter als ihre Eltern. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie das Reisen fit hält, wir kennen Leute, die sind an die 80 und fahren noch durch die Welt. Das ist so. Ja, jetzt kann ja immer irgendwas passieren. Das heißt, du bist jetzt irgendwo dort im tiefsten Afrika. Ihr habt natürlich so eine Spezialausbildung, wenn sich jemand mal einen Arm bricht oder ich sag mal irgendwas passiert, du kannst notbehelfsmäßig ihn retten. Ich hoffe. Wunden abbinden. Ich hoffe, wenn der Fall mal eintritt, dass ich ihn retten kann. Aber ihr stellt euch das alles so wie tiefster Busch vor. Ja, ich habe jetzt mal einen Film gemacht über den Stefan, also hier Bimobil, und der hat so ein Notfallkit dabei gehabt. Der hat dann so praktisch Kurse gegeben, was man macht. Also da ist euch noch nie irgendwas passiert, dass dir mal Ast irgendwie aufs Bein gefallen ist oder du mal vom Berg gefallen bist? Oder? Ja gut, klar, es kann immer wieder mal passieren, aber bisher, Gott sei Dank, muss ich sagen, außer Hautabschürfungen oder Verstauchungen war bisher nichts dabei. Malaria habe ich mal eingefangen, klar. Ja. So nebenbei. Ja, so nebenbei, so ein bisschen. Und schlimm? Also die 5 Tage waren jetzt nicht so prickelnd. Okay, das heißt hohes Fieber oder was ist das? Hohes Fieber, Erbrechen, Durchfall, du hängst eben am Tropf im Krankenhaus. Aber nach 5 Tagen geht es schon wieder aufwärts, dann brauchst du noch ein paar Tage, bis du wieder richtig fit bist. Dann kommt die ganz schlimme Zeit, du darfst 3 Monate lang keinen Alkohol trinken. Achso, du bist aus welchem Bundesland? Bayern. Ja, ganz übel, oder? Ja. Aus dem tiefsten Bayern, oder wo? Richtig Alpenrand, Oberbayern. Ja. Oberbayern, so. Das hört man aber nicht so stark. Nee, ich versuche ja jetzt für eure Hörer verständlich zu bleiben. Sehr schön. Ja, ich habe natürlich viele Fragen. Das ist das Thema Aufbereitung, zum Beispiel Trinkwasser. Ja. Wie geht man damit um? Ihr habt Filter? Nein, und das ist jetzt ganz was Besonderes. Wir haben kein Filtersystem, wir haben ein Oxidationssystem. Was? Ein Oxidationssystem. Wir verbrennen die ganzen organischen Stoffe, die sich im Wasser befinden. Okay. Das heißt, das ist wesentlich effektiver als jedes Filtersystem dieser Welt. Denn ein Filtersystem filtert heraus und lagert ab. Und kein Filtersystem der Welt ist in der Lage, zu 100% das Wasser wirklich zu Trinkwasser zu machen. Okay. Natürlich ist das kein Thema in Europa. Ja. Aber in Afrika, in Asien ist es so, dass die Leute sich doch nicht trauen, das Wasser zu trinken. Und mit unserem Oxidationssystem können wir garantieren, dass zu 100% alle organischen Stoffe umgewandelt und verbrannt werden. So, du hast zufälligerweise einen Prospekt dabei. Genau. Ihr habt das nicht zufällig im Vertrieb, das System? Nee. Nein. Aber ich sag mal, ich hab noch nie was davon gehört. Das heißt, das ist ein kleines Gerät. Was macht das? Ja, also man muss dazu sagen, also mit Vertrieb haben wir jetzt da nichts zu tun. Wir haben seit 8 Jahren dieses System bei uns im LKW. Und man muss dazu sagen, wir haben noch nie in diesen 8 Jahren auch nur eine einzige Flasche Wasser gekauft. Wie funktioniert das ungefähr? Also, dass ich mal... Da ist der Kontakt zu Otterfing, IBH, Technologie, Heinz Hartig. Heinz Hartig ist praktisch der Entwickler, das ist der Ingenieur, also ein genialer Wasseringenieur, der das entwickelt hat. Und wir helfen ihm eben da im mobilen Bereich dieses Gerät eben auch publik zu machen. Die Firma Batari, vor der wir hier stehen, die hat das jetzt auch in ihren Fahrzeugen in Zukunft eingebaut. Strom, Gas, wie läuft das? Über Strom, ja. Über Strom. Genau. So, das heißt, das funktioniert ungefähr wie für Laien, für so Volldeppen wie mich? Also die organischen und organisch-chemischen Substanzen werden gespalten und also durch eine Oxidation, durch Nassverbrennung. Ja. Und da bleiben im Prinzip nur Restprodukte, Wasser, Kohlensäure und Mineralstoffe. Mineralstoffe übrig. Genau. Das heißt, ich kann da egal was reinkippen, oder wie? Es sollte nichts mehr reingekippt werden. Es ist so, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Das heißt, ich habe da unten jetzt einen Tümpel und so ziehe jetzt das Wasser, das mache ich erstmal durch den Filter durch, oder? Du machst hast einen Sedimentfilter, durch den du erstmal diese Trübstoffe... Das ganz grobe, ja. Ja, die müssen dann immer raus. Klar sollte das Wasser dann schon sein und dann kommt das durch diesen Reaktor durch, wird praktisch entkeimt
durch das, was ich gerade eben erklärt habe. Ja. Und dann hast du das sauber im Tank drin und kannst es trinken. Und jetzt, So, du schiebst das in den Tank direkt sauber rein. Das heißt, das natürlich. fließt da durch. das Ja, ist jetzt der springende Punkt. Du willst ja das Zeug nicht, den Schmodder nicht im Tank haben. Genau. Also unsere Tanks sind jetzt nach 8 Jahren innen wie neu. Wir mussten noch nie eine Tankreinigung machen. Das sind keinerlei Ablagerungen. Du hast ja im Tank nach relativ kurzer Zeit so ein bisschen schmierige Algenbildung etc., weil die organischen Stoffe sich natürlich dort niederlassen. Mit diesem System, wo du alle organischen Teile vernichtest, kommt natürlich auch nichts Organisches in die Tanks. Und dadurch bleibt der Tank innen definitiv wie neu. Du brauchst keine Silberionen, du brauchst kein Mikropur, du brauchst keine Tankreinigung, du brauchst überhaupt nichts. So, das haben wir jetzt mal erklärt. Also geht mal auf die Webseite drauf. Jetzt habe ich ja noch eine Frage. Was steht heute auf dem Speiseplan bei euch? Oh, das weiß ich nicht. Wenn wir von der Messe kommen, dann sind wir erstmal platt, glaube ich. Und dann Schnitzel und Fritten, oder? Bitte nochmal? Schnitzel und Fritten. Eher weniger. Aber es ist ja so, wenn man unterwegs ist, man kocht wahrscheinlich viel frisch, oder? Dann Ja, viel Gemüse, viel Dünsten. Obst. dünsten, braten, was ist so meistens? Genau, dünsten. Braten, grillen, Genau. ganz normal. Ja. Das heißt, sag mal, man braucht ja so im Leben so einen Tagesrhythmus. Wenn man so unterwegs ist, jetzt hat man nichts zu tun, ja, sag mal, ihr seid jetzt nicht mehr am Arbeiten und so, da könnte man ja schlafen bis um 3. Na, in der Regel stehen wir eigentlich richtig früh auf mit, Also- mit den Hühnern. Wir haben den Hühnerrhythmus. Genau, wir sagen immer, wir haben den Hühnerrhythmus. Das heißt, wenn der Hahn kräht, dann sind wir eigentlich schon wach. Und wenn die dann ein bisschen scharrend sich wieder verziehen, dann sind wir meistens auch schon müde und gehen halt dann ins Bett. Wir haben natürlich kein Fernsehen und wir klar. lesen gern. Und gut, der Rhythmus geht mit dem Lauf der Sonne, nicht wie bei uns, ja, ganz klar. Und auch das ist ein sehr entspanntes Leben. Wir haben natürlich jede Menge auch zu tun. Du musst dich rund ums Auto kümmern, ist ganz klar. Du musst Wäsche waschen, du musst kochen, du musst einkaufen gehen. Du bereitest deine nächsten Touren vor. Du hast das nächste Land vor dir. Gerade in Afrika oder Asien ist es ja nicht so easygoing wie in Europa. Du musst dich um Visa kümmern, du musst dich um klimatische Dinge kümmern. Und so bist du eigentlich, oder du schreibst ein Buch. Das ist ein Buch. Das ist ja auch nicht ohne. Genau. Das ist auch viel Arbeit. So, das ist natürlich stark. Ja, das ist nämlich so die Frage, ich habe gemerkt, wenn ich mal so 2-3 Wochen weg bin in Urlaub und lass mich so richtig gehen, mach so ein bisschen auf die bayerische Art, trinke auch ein bisschen Alkohol und so, dann bin ich anschließend krank. Ja, das ist so, weil ich habe nichts mehr zu tun, ich habe keinen Rhythmus her und so weiter. Das heißt, man muss sich da ja schon ein bisschen anstrengen, dass man, ich sag mal, gerade in so Ländern, wo um 6 Uhr abends auf einmal dunkel wird, ja, das wird ich sag mal, 6 Uhr morgens wird es schlagartig hell, um 6 Uhr abends wird es dunkel, im Winter wird es um 6:30 dunkel. Nachts ist da ja auch noch Nachtleben und so weiter, meistens ohne Licht. Das ist also auch interessant. In den Ländern, wo ich war, ist das stockdunkel. Auf einmal kommst du am Moped vorbei. Wenn du ganz viel Glück hast, hat es Licht. Ja. Ansonsten fahren die vorbei. Das heißt, du bist im Prinzip vom Rhythmus her, Sommer, Winter, hast du das nicht so stark in Afrika, oder? Nein, je näher du am Äquator bist, umso mehr hast du die Tages- und Nachtgleiche natürlich. Das heißt 6 Uhr hell und 6 Uhr wieder dunkel. Ja. Und je weiter du dich Richtung Norden oder Süden davon wegbewegst, umso mehr hast du natürlich auch wieder diese temporären Unterschiede. Hat dir jemand Streit gehabt eigentlich? Eigentlich nein. Nein. Echt nicht? Nö. Langweilig, oder? Wenn man keinen Stress hat, warum muss man, ich glaube, da ist es auch, dass man entspannter ist, da braucht man sich auch nicht mehr streiten. Ne? Weil ich kenne das nur so Paare, da heißt es immer, wer sich liebt, der streitet sich oder irgendwas Das habe ich neckt. noch nie verstanden, diese Logik. Also, Irgendwas mit Leidenschaft zu tun haben oder keine Ahnung. In den Filmbranchen ist es okay. Okay, das heißt, ihr passt zu 100% zusammen. möchte ich sagen, Absolut, ja. ja. So, normalerweise ist es ja Yin und Yang. Das heißt, der eine kann das, was der andere nicht kann. Ja, wir ergänzen uns ganz gut, glaube ich. Und du bist zuständig für was? Gute Laune, oder? Ich bin die Mechanikerin und für den Reifenwechsel. Also wir können jetzt ein beim bisschen- Kochen wechseln wir uns ab und ja gut, beim solchen Sachen, er schreibt, ich fotografiere und Ja, ergänzt sich wirklich. Ja. Super. So, das ist das Buch. Also guck mal rein. Ich habe eine ganz, ganz große Bitte an dich, Konstanze. Du musst mir ein paar Bilder geben, so ungefähr 30, 40 Stück, die ich da einbauen darf in den kein Film. Problem. Denn die Leute wollen ja nicht nur im Prinzip euer Gesicht sehen, die wollen mal so ein bisschen ins Buch gucken. Und wenn du mir die schicken könntest per E-Mail. Ihr habt E-Mail, dieses ganz neue Internet habt ihr schon. Ja, wir sind ja nicht hinterm Mond, wir sind ja vielleicht ein bisschen weiter weg
von Mitteleuropa, das ist schon richtig. Was vielleicht interessant ist für eure Hörer, wir haben eine sehr professionelle Website auch unter www.mantoko.com. Warte mal, ich zeige das gerade, das wird so geschrieben, Mantoko. Warte mal, hier. Und da hat es auch nochmal, da müsst ihr draufgehen und ihr habt wahrscheinlich schon dieses neue YouTube, kennt ihr das schon? Ja, natürlich, YouTube, Facebook, Insta sind wir natürlich überall Auch drauf. vertreten. Ja. Man kann unser Buch völlig problemlos bestellen auf unserer Website. Da gibt es dann einen Button, unsere Bücher, und da geht man einfach drauf und löst den Bestellvorgang aus. Selbstverständlich ist dieses Buch auch in jedem örtlichen Buchhandel zu beziehen. So, also schickt mir bitte die Bilder, ich baue die ein und dann kann man dieses Buch kaufen. Und ich bin vollkommen beeindruckt. Das heißt, wer so ein Buch kauft, unterstützt euch auch ein bisschen, oder? Das ist Natürlich. absolut richtig. Ja. Und wir haben ja kein Einkommen seit vielen, vielen Jahren. Und wir freuen uns natürlich über jedes verkaufte Buch, mit dem wir den Leser nach Afrika mitnehmen dürfen. Habt ihr auch Sponsoren? Leider nein, aber wenn sich jetzt hier welche Jemand, da finden, gern. Ein Multimillionär, der sagt, hey, ich habe da mal ein Land, das müsst ihr bereisen, die Antarktis. Ist es bei euch eher so das warme Gefilde, was euch anzieht? Naja, ich sag's mal so, das Leben im LKW im Winter ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die du dann in so einem kleinen Raum hast. Deshalb ist es schon angenehmer, einfach in den bisschen wärmeren Gegenden. Ja. Stechmücken? Ja, also so ein Moskitonetz ist schon sehr sinnvoll. Ne? Ich habe das nämlich gehört, dass da unten, da gibt es unglaublich viele Moskitos, je nachdem, wo man ist. Also wenn man zum Beispiel irgendwo an einem Fluss ist, Wasser, Tümpel, da geht es dann richtig ab. Sind die gemein, die Biester? Naja gut, eine Stechmücke ist immer gemein. Und, Nein, ich meine jetzt auch die jetzt in Afrika, weil ich habe ja mittlerweile auch schon das Gefühl, dass die jetzt aus Afrika zu uns kommen, ja mittlerweile. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Also nicht umsonst hat er die Malaria erwischt, das wird ja durch eine Mücke übertragen. Also das ist schon nicht so ungefährlich. Der Mückenstich allein wäre ja nicht das ganz Dramatische, aber die Krankheiten, die halt dadurch... Gibt's da irgendeinen Trick hier von euch Profis, wie man die los wird, die Biester? Ich habe gesehen, dort unten, wo war ich jetzt, in Italien, da sind so Lampen im Einsatz, die irgendwas verbreiten. Also wir handhaben das ganz klassisch, wenn die Dämmerung einsetzt, lange Kleidung, dass die schon gar keinen Hautkontakt kriegen können, und dann die freien Stellen schmieren wir einfach noch mit was ein. Mit irgendwas. So, da ist das Buch Sehnsucht Afrika, könnt ihr googeln, von Tommy und Conny. Oder Conny und Tommy, egal wie rum. Wenn du es gerade mal drehst, bitte, sei mal so lieb. Sehnsucht Afrika. Es wiegt ungefähr wie viel das... 2 Kilo Afrika. Genau. Ist das so eine Story, wo ihr auch ein bisschen erzählt, wo ihr wart, wie ihr gefahren seid und so weiter? Natürlich. Also ganz klar. Der Leitfaden ist unsere Reiseroute und unsere Erlebnisse und flankiert halt... Stopp, warte mal, da vorne ist ein Kamel. Oder ist das ein Dromedar? Ihr Fachmann? Grundsätzlich ist das ein Dromedar. Ja. Okay. Ja, ich hab dich ja jetzt hier als Spezialisten. So. Das ist die komplette Reiseroute. Einmal rund um Afrika, wie gesagt, 4,5 Jahre, 31 Länder, 117.000 Kilometer. Also ihr müsst dieses Buch lesen. So, ich werde euch jetzt dann noch einen Link mit reinmachen, unten in die Videobeschreibung mit rein. Conny und Tommy, heute am 24. Oktober 2021. Der Sonntag ist ein bisschen ruhiger, weil viele sind schon abgefahren, habe ich gesehen. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, das nimmt erst noch zu. Ab Nachmittag ist hier der Teufel los, Gott sei Dank. So, schlafen lang. Ja. Nee, das war nicht, ja kalt heute Nacht, ne? Wenn Tausende von Menschen durch dieses Nadelöhr diese Anfahrt müssen, dann verzögert sich das einfach. So, sie haben sich unglaublich lieb. Sie haben noch nie gestritten im Leben. Augenoptikerin, und du bist was gewesen im Leben? Ich war immer selbstständig mit einer eigenen Handelsagentur für Bodenbeläge. Bodenbeläge? Jo. Okay, das heißt wie Vinyl zum Beispiel? Oder Vinyl, Kork? Teppichboden, Kork, Parkett, Laminat, all diese Dinge. Klicklaminat, alles. Ja, ist ja unglaublich spannend. So, ich zeige mal gerade die Shenandoah. Die sind lieb, oder? Total sympathisch, sehr cool. Wirklich. So, tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao. Tschüss.